And good day, everybody. This is Tina Snell tuning in from South Africa. We are midway through the race, the 85cc race at the ADAC MX Masters, the ADAC Junior Cup in Grevenbroich, from Grevenbroich in Germany. Apologies, we were supposed to have tuned in during the 1 to 5cc race early this morning. However, we had some technical problems. Those have now hopefully been resolved. These are this is a test broadcast, really just to test our live streaming broadcast, pulling in a feed from externally. So here you have it, the 85cc race. It is almost halfway done, 12 minutes to go in the race. Now, just to recap, yesterday, Julek Mikula, the cheerful Czech, won the race. He was joined in the 1 to 5cc class by another Czech success. Martin Venhoda won the race yesterday in the 1 to 5 class, and with Max Paulsen from Sweden second. Now, this morning, this was reversed. Max Paulsen won the second race of the 1 to 5 class. He then so he will go into the final race, because the 1 to 5s, of course, have 3 races over the weekend. So Max Paulsen will go into the final race with good hopes of taking the overall victory. Now, in the 85cc class, we have Julek Mikula leading. He's got quite a comfortable lead. He's got a 6.4 second lead over another Czech, Vítězslav Marek. Now, Vítězslav Marek is the 2019 65cc world champion and also European champion. So he's a rookie to the class. So this is a great debut for him in the ADAC Junior Cup or ADAC Junior Cup. Third at the moment is Dutch rider Bradley Masters, who's recently won and Bradley Masters has just got past Marek, so Masters is now second with Marek third. And then another Dutch rider, but this one very interesting, Lotte van Drunen, the Dutch lady. She is lying fourth, some 26 seconds behind the leader. If you listen to the on-track commentary, you will hear that it is in German. We picking up that commentary for you and translating for you as far as it goes. There they say the white and pink clad rider, this very quick Dutch lady, is what the commentator points our attention to now. So Lotte at the moment still fourth, but within a second of her is a Latvian rider, Marcus Ozelens. Julek Mikula still enjoying quite a lead. He's actually extended it over Bradley Masters. His lead now 7 seconds. Commentator very impressed with Lotte van Drunen. She is also, of course, a debutante in the 85cc class, still rode 65cc last year. So as quite rightly commentator Tommy Deitenbach says that this is an impressive debut for her on German soil in the 85cc class.
Lotte van Drunen, as the commentator says, not related to Marcel van Drunen. Marcel van Drunen, also a Dutch rider, former GP rider, Honda for a long time. So he is well known and well respected in Germany. Very, very, very smooth style from our leader there, making the bike do the work beneath him, just making sure that he doesn't get kicked in the We just switching over to our screens. We're going to reshare the screen in a minute. So again, welcome to our broadcast. We're going to just pick up the broadcast again from Germany. We just had some audio problems. Just make sure that we can pick it up with the audio. Deutlich enger zugeht. There you go, and now we should have some audio feed as well. Und Masters nahezu gleich schnell im ersten Sektor. Aber da ist einfach schon dieser Vorsprung von 7,3 Sekunden. Aber ganz klar, zwischen den beiden geht es um den Gesamtsieg beim Auftakt. Hier der ADAC Masters der Juniorklasse. Und da darf sich Nicola jetzt keinen Fehler erlauben. 6,5 plus 2. Schaut sich da doch noch mal ganz kurz um, ob da irgendeiner zu sehen ist. No worries, because he's got a very, very handy lead still. His lead at the moment close on 7.3 seconds over Bradley Masters. Vitaslav Marek, his fellow Czech Republic rider, youngster, is just a few seconds behind that. And then some 20 seconds behind that, Nicola the Dutch lady, definitiv Lotte van Drunen. Auf dem Podium. In 6th place at the moment, Danish rider Nikolai Skjolfberg. Now, Nikolai is a very, very fast rider indeed. He had a great ride out in the race day simulation training presented by Jeff Janssen earlier in the year. It was an event, not a race as such, but still they didn't call it a race because it was during lockdown, but it fully simulated an ADAC weekend. And it was also from that event that the idea of this lovely live broadcast came and was picked up by the ADAC organizers. Aber Van Drunen ist hier weiter unter Druck von Ozolins, der da nur eine halbe Sekunde hinter der jungen Holländerin hier ist. Und Maxi Werner, ja, der müsste da doch noch einiges gut machen auf Platz 6, was ich aktuell nicht so sehe. Germany, from the area where Ken Roczen comes from, and unfortunately he crashed early in the race and had to make his way back forward from deep down in the pack. And in fact, Maxi has worked his way up to 7 ganz klar auf Platz 2. But und das he's würde got auch quite a ganz gap klar to close. He's Platz 6 2 seconds in der behind the Gesamtwertung rider bedeuten. ahead of him, the aforementioned Skjolfberg. Julek Mikula at the moment has a 7.5 second lead. There's 4 minutes left in the race. All the classes at the ADAC Masters Cup, except for the 85cc class, have 3 races this weekend, 1 yesterday and 2 today. But the 85cc's, this will be their last race, so we will also have the podium ceremony for these races, obviously after this. Now, indeed, if da haben wir diesen Kampf Platz 4 in diesem Rennen und Platz 3 in der Gesamtwertung. Lotte van Drunen, die Niederländerin, weiterhin hier auf einer super starken 4. Position unterwegs. Pink Lady hier. Commentator mentioning again the Pink Lady. Obviously, she's captured the attention
worldwide with Sie her versuchen, ihr diesen Platz streitig zu machen. On the track against admittedly some of the fastest sand riders of any gender in the world. It's well known that Dutch riders are the fastest in the sand, and Lotte, in fact, took on the Dutch boys in the Dutch Championship race, the previous round, not the most recent one, the one before that, and she actually won the round. Great action of Lotte van Drunen there. Das ist alles klar. Aber die weiteren Positionen hier in diesem Rennen heiß umkämpft, und es ist Schjofberg, der jetzt hier die Aufholjagd startet. Nikolai Schjofberg, der für Becker Racing hier unterwegs ist, der jetzt die Verfolgung von Lotte van Drunen aufgenommen hat. Wenn wir hier richtig gerechnet haben, dann geht es da eben auch um Platz 3 in der Gesamtwertung. Aber Schjofberg, der ist jetzt super stark unterwegs. Ist da schon am Hinterrad der 401, die aber in einigen Passagen sich immer noch mal ein bisschen freifahren kann, da die Innenlinie wählt. Trying yet another line. Schjofberg versucht es mit Schwung. Sometimes in sand, the outer line is quicker because you manage to keep momentum for the straight. This time it didn't work. Natürlich, wie lange Van Drunen, of course, Lotte van Drunen quite handy at fending off the attacks of and they wieder just natürlich auch die Überrundungen dort. Affect what happens? No, it doesn't. Ist aber gut vorbeigekommen. Exactly what he says. They got past. Now Schjofberg has got some momentum. Und dahinter Ursulins. See how rough the track is. Ganz stark bisher. Only 2 rounds this year of the ADAC MX Masters due to the curtailment of the season as a result of the coronavirus epidemic. And both those rounds on sandy tracks. This one at Grevenbroich, and then the next and final round at Tensfeld. Jetzt kommt der Angriff außen herum. Ist ein bisschen höher weitergesprungen und macht hier jetzt hier die Tür zu. Nimmt ihr damit so ein bisschen Fahrt raus. Klug gemacht hier von as I was saying, Schjofberg. some of the beautiful traditional hardback German tracks like Geldorf, Oskellingen, Teutschenthal, those unfortunately we won't see on the calendar this year. Yeah, Schjofberg immediately working himself into a lead. Ganz starke Vorstellung hier. Does not detract in any measure from the tremendous performance and achievement of Lotte van Drunen. Wir sind in den letzten 3 Runden also noch zu absolvieren. Vorne Mikula mit 8 Sekunden Vorsprung auf Bradley Masters, und der wiederum hat 11 Sekunden auf Marek. With Viteslav Marek another mit 12 seconds behind. 10. Ja, im Moment knapp vorbei an der Chance, aufs Gesamtpodium zu fahren. All right, and we are on 3 more laps to go. When they cross the finish line again, it will be the 2-lap board that will be shown to Gulik Mikula. And if he just keeps his wits about him, he could definitely go away with this race victory and also the overall victory. Again, apologies. Ja, Werner weiter auf der 7. Position. Tuned in this morning in the 1 to 5 CC race. Some technical problems prevented us from doing that. Markus Ursulins nach Platz 6 sind es im Moment nur noch 4 Sekunden. Racing Facebook page, we will post the links to the races, both Saturdays and Sundays races, that you can follow them live, that you can follow a replay of those races. Adomatis auf 15, das war der Mann, der truly, we've just had a note from Max Paulsen from Sweden. He's just tuned into the broadcast. Max, of course, rode to second place yesterday, won this morning, and 1 race to go. So he's on equal points with yet another Czech, Martin Venhoda.
We can surely call it the Czech weekend this weekend in Germany. So they'll be battling it out for the overall later today. And we'll hope to cover that 1-5 race for you live as well. Hat zwar jetzt eine Sekunde Vorsprung verloren, aber wir sind in den letzten beiden Runden. In Germany, we also have, of course, the Youngster Cup, which is what they call the MX2 class, and then also the Premier class, the MX Masters class. We won't cover those live, although one of our group members, und dann kommt Maximilian Werner, der dort nach Pech zu Beginn, wo er ja gestürzt war, weil eben auch der Holshotman Adomatis gestürzt war, weit zurückgefallen war, der jetzt aber hier Maxi Werner immerhin noch Schadensbegrenzung machen kann mit diesem 7. Platz und damit wohl auch next weekend, and Mantova has very similar underfoot as what we see on this gerechnet haben. Aber Julek Mikula, Doppelsieg, das hieße mal ganz fette 50 Punkte und das von 100 möglichen, die es überhaupt in dieser Saison für die Kleinen zu verdienen gibt. Ganz stark. Und Julek Mikula on his way to a full score of 50 points, our commentator says. So he's already got half of the points on offer for the whole championship in his bag, if we don't jinx him now, but it seems to be on the way to a clear victory there. Julek Mikula. Ja, da muss dann doch immer noch mal der Kopf nach hinten gedreht werden. Young man. Always cheerful if you look on the Youth Force Racing group in our der Fall, funny als es and eigentlich cute sein album. sollte. You will see Haken wir das mal als jugendliche Neugierde ab. Being und jetzt geht's and in die letzte Runde. Und es ist jetzt noch einmal Daumen drücken great von seinem Team. So whenever he sees a post für featuring Julek dogs Mikula or animals, und he will Bradley love it. Masters He will als always Zweitplatzierter. like it. Auch von ihm. Starke Vorstellung. Ganz stark. Auch damit bleibt er natürlich last drin lap, in and der let's see Entscheidung if the cheerful den Czech Titel will collect the checkers. in der Short Season Bradley Masters 2020. at the moment 9.4 seconds behind. Peter Murray, excellent ride from the youngster, another Czech rider, 26 seconds behind that. Nikolai Hjortberg at the moment in fourth place, and let's just see if Lotte van Runen still holds. Yep, steady in fifth, but under pressure from Marcus Ozelins from Latvia at the moment. Maximilian Werner still in ist seventh noch ein place. Kampf in dieser letzten Runde dann, wenn wir hier auf unseren Monitor gucken, zwischen Lotte van Runen und Markus Ozolins Platz 5 und 6. Die sind noch am nächsten zusammen. Commentator has also picked up on the ensuing battle or the emerging battle between Lotte van Runen and Ozolins. Maximilian Werner is in seventh. He just simply had too much work to do to catch up. Der jetzt nur noch ein which is a paar pity Kurven, for ein the paar home Sprünge rider. absolvieren muss zu Pity that einem he crashed in the beginning lupenreinen of the race. Doppelsieg. But here we have our cheerful Czech, Julek Mikula, charging down on the checkered flag. Deep ruts in the track, and of course it's only getting worse today. A few more races to go, so the next classes going to have their work cut out. Auch die Verfolger Masters und Marek haben dann noch einen Gang mehr zurückgeschaltet. Das heißt, Mikula baut jetzt hier am Ende seinen Vorsprung sogar noch mal aus. Nicht so wie gestern, wo es ja 25 Sekunden war, aber das wird auch hier in Richtung 10 Sekunden gehen. Und damit macht er sich selbst zum ganz großen Favoriten für das Finale in 14 Tagen. Ja, da wollte er noch mal No-Footer machen. Jetzt kommt er hier. Congrats, Julek Mikula. Doppelsieg, Gesamtsieg, Meisterschaftsspitzenreiter. Pulls the
die Nummer 11 und ihr werdet es gleich bei der Siegerehrung beim Interview erleben, was das für ein sympathischer Kerl ist, der jetzt erstmal ganz entspannt warten kann, bis die Verfolger kommen. Ich habe es ja gesagt, Bradley Masters 10,3 Sekunden sind es dann, die fehlen. Also erwartet auf die Kontrahenten. Abklatschen mit Bradley Masters dort. Which can happen on a sandy track, the racing normally much closer when you have a hot track. In diesem Lauf, auch er hat das sauber hier zu Ende gefahren. In Belgium and Holland, obviously paying dividends. He's obviously mastered this, which is a very challenging type of terrain. Skofberg ist durch. Lotte van Rünen. Double Five, ganz Lotte van Rünen, an excellent fifth place. Marcus Oselens, sixth. Maximilian Werner in seventh. Thomas Saikans, another Latvian. Angeflogen im Hintergrund. Kian Dunsen, again a debutant in this class. Und der müsste, wenn wir das richtig mitgerechnet haben, another Dutch rider in müsste er zum Podium. Ja, schade für die Lotte um 2 Punkte. Verpasst sie das Overall. Maxi Werner wird hier von unseren Jungs eingewiesen, wird also gleich in Richtung Podium geschickt. Ja, das war also der zweite Lauf der 85er. Wir werden jetzt gleich das Resultat hier noch einmal sehen, wenn alle im Ziel sind. Danach geht es dann in die Siegerehrung. Ja, und dann haben wir eine Pause und wir melden uns dann danach ja wieder um 13 Uhr. Da geht der Livestream dann weiter mit Youngster, Master, zweite Läufe und dann noch einmal die dritten Läufe, 125er Youngster. Und auch die Master. Volles Programm heute am Sonntag beim Auftakt der Short Season der ADAC MX Masters. Hier in der riesigen Anlage des MSC Grevenbroich beim Loch hier, beim Sandloch. Spectators going towards the podium, and we will soon have a podium interview with Julek Kukula and probably all of the riders on the podium. Bradley Masters will definitely be on the podium, just seeing who will be third overall. Das sind die Top 10. Home rider Maximilian Werner had a chance of doing that, but with 7th today after a crash in the first lap, we haven't calculated the points yet, but I think the total points will come up on screen just in a minute. The overall result. Prep noch mal ein bisschen erholen für unsere Track Marshals und ja. Das war es. Dann und um 13 Uhr geht es weiter und um 13 Uhr dann auch bitte alle Sportwarte wieder auf den Positionen. Ready to race dann. Und ja, wir geben ab jetzt zum Podium. Right, Lukas. Off to the podium we go. Our commentator says. Vielen Dank, Tommy. Was für ein packendes Rennen wir hier wieder hatten. Und ja, die 85er Piloten hatten heute... Ja, oder sind die einzigen, die keine 3 Läufe zu absolvieren haben, sondern lediglich 2 Läufe. Und den haben wir jetzt gesehen, den ersten Lauf gestern schon und heute jetzt eben den zweiten Lauf. Und somit haben wir natürlich auch ein Gesamtergebnis, meine Damen und Herren. Und wir lassen uns hier nicht lumpen, wir gehen hier volle Kraft voraus. Meine Damen und Herren, auf dem 3. Platz, die 494 für das Cossack Racing Team, Mr. Maximilian Werner. So that was good for him. Pity about his crash in race 2. 494 for the Cossack Racing Team, Maximilian Werner. Hier gibt es natürlich einen 50-Euro-Gutschein von 24 MX und die MSC Grevenbroich. Maximilian Werner was interviewed by us in the Youth Force Racing Velocity Series. Second place, so number 75, Nummer 75.
vom SH Racing Shop HMX Team, Mr. Bradley Masters. Bradley Masters from Holland in second place, Sand Rider. Auch da gibt es einen and 75 unusually so in the 85cc class on a Kawasaki. Shop, yeah, take it yourself. Thank you so much. So, meine Damen und Herren, und wir kommen jetzt zum ersten Platz. Gesamtsiegerehrung hier der 85 Kubikzentimeter Piloten. On the first place, der erste Platz, number 11, Mr. Julius Mikula. Julius Julek Mikula, very, very popular winner. As I said, a most pleasant young man, not wearing his skeleton suit today. Einen Gutschein, a voucher from 100 euros from 24 MX. Thank you. And now we hear the national anthem. Meine Damen und Herren, jetzt hören wir die Hymne vom Erstplatzierten. Riesenapplaus, meine Damen und Herren, für die Zweit- und Drittplatzierten der 85 Kubikzentimeter Piloten. Please stay here for a while. Sit down on your podiums, please, so then, because I want to talk a little bit with you guys. Wir fangen mit dem Drittplatzierten an. Maximilian, ich habe hier natürlich ein Mikrofon vorbereitet, ist auch eingeschaltet. Bitte ganz zum Mond hin, damit wir dich auch gut hören können. Maximilian, ich glaube, da kann man stolz sein auf den dritten Platz gesamt hier bei der Auftaktveranstaltung der ADAC MX Masters. Ja, ich bin schon sehr stolz, aber im Qualifying gestern lief es nicht ganz so gut am Ende für mich. Da bin ich halt sehr doll gestürzt und seitdem habe ich sehr doll Rückenschmerzen und hat halt so ein bisschen mit dem Kopf zu tun und ja, hat mir natürlich den ersten erhofft, aber dritter ist natürlich... Maximilian saying that he had back pain from a crash yesterday. Dieses Wochenende? Auf die Top 3 zu fahren, ja, habe ich geschafft. Aber erste wäre natürlich schöner gewesen. Natürlich, aber his goal was to be in the top 3. He managed that, but of course a victory would have been better. So, jetzt müssen wir noch den Blockschutz wechseln. We have to change the microphone because of Corona. We have distancing the mask in the face and also the microphones we change for everything we have to do. Want to speak English or German? English, okay. Bradley Masters from the SH Racing Shop HMX team. How was the race for you in the deep sand Grevenbroich? Yeah, it was okay. I like the deep sand. In the end, I make a little bit too much mistakes, but yeah, second place is okay. Ja, ich habe gefragt, wie er sich wohlgefühlt hat im tiefen Sand. Er mag ihn eigentlich, aber er hatte schon ein bisschen seine Probleme. What was the biggest problem for you on the track, on the second race? My start was not good, but yeah. Ja, das Problem hatte er am Start, aber at the end of the day, the second place, I think you are okay with it or not? Yeah, I'm happy with it. Okay. Also die Jungs geben sich hier mit zweiten und dritten Platz. Bradley Masters not sounding all that very happy with second, but of course it was a great achievement So soll es natürlich auch nonetheless. sein. Jeder will ganz oben stehen. Wir wechseln nochmals ganz kurz das Mikrofon. Due to social distancing, the microphone gets changed for each rider. So, stay here. So, Julius Mikula.
What a great day for you. What a great weekend. I think whatever you reached, it was massive. Yeah, it was okay for you. Yeah, I like great. I like the sense because it's hard. Now in second race I have a little problem with my clutch because sometimes it's not working. Okay. I don't know why, but yeah, good. Ja, hat sich wohlgefühlt hier im Sand, aber gerade im Zweitlauf hatte er mit der Kupplung Probleme, hat nicht immer funktioniert. But then the end of the day, with the troubles with your machine, it didn't matter for you because you won the race, so it's okay for you. Yeah, on sand is good when I don't need too much clutch because the sand is for flow, right smooth. But ja, also es hat wirklich Probleme gemacht, obwohl es technische Probleme hatte. Und so, ich glaube, wir geben den Jungs hier nochmal einen ganz großen Applaus. Ladies and gentlemen, this is the noise for you. Thank you. Ja, das war also die erste Gesamtsiegerehrung. Wir gehen jetzt ganz kurz ab in die Werbung und pünktlich um 13:10 Uhr hören wir uns wieder hier vom ersten Tourstopp der ADAC MX Masters in Grevenbroich. Bis dahin, bleiben Sie uns erhalten. Schöne Pause bis 13 Uhr. Zach open some sand out in the sand. Gonna race a little bit tonight. Big event going on in the stadium. So should be cool. All right, so that was it for the 85cc race in Grevenbroich, and also now the final result. The last race of the 125cc class is yet to come. We will try and hook up another broadcast for that. As I say, this was just a test broadcast, just to see how it works. We will just, on the basis of that, just fiddle a bit with our settings in future and hope that we get it right. Remember that we have a good few editions of Velocipity Speed Talk coming up with some very interesting interviews with riders, and we will most certainly try and get hold of some of this weekend's winners for some of the upcoming interviews. So for the moment, it is me, Tina Snell, signing off, and until later today, hopefully.